Glauben Sie, Sie können den Unterschied zwischen einem Psychopathen und einem Narzissten erkennen? Die meisten Menschen verwenden diese Begriffe austauschbar und übersehen dabei die lebenswichtige Unterscheidung, die sie vor verheerender Manipulation retten könnte. Solange Sie einen Psychopathen wie einen schwierigen Narzissten behandeln, verwenden Sie völlig falsche Strategien, die ihn nur noch gefährlicher machen. Sie versuchen, mit emotionalen Appellen einen Prädator zu erreichen, der ihr Mitgefühl als Schwäche und ihre Grenzen als Herausforderung zur Zerstörung ansieht. Was ich Ihnen jetzt enthülle, basiert auf 30 Jahren Forschung des FBI im Bereich der Kriminalprofilerstellung und der forensischen Psychologie. Und 89% der Menschen, darunter viele Therapeuten, interpretieren diesen Unterschied katastrophal falsch. Sie können entweder lernen, welche Art von Prädator sie vor sich haben und entsprechend reagieren, oder sie nutzen weiterhin das falsche Handbuch und werden ihr nächstes Opfer. Heute zeige ich Ihnen die 7 kritischen Unterschiede, die Psychopathen von Narzissten trennen. Unterschiede, die bestimmen, ob Sie es mit jemandem zu tun haben, der emotional geschädigt oder neurologisch gefährlich ist. Beginnen wir mit dem schockierendsten Unterschied, der Ihre gesamte Reaktion verändern sollte. Unterschied Nummer 1: Das Empathiegefälle. Der erste kritische Unterschied liegt in Ihrer neurologischen Fähigkeit zur Empathie. Und diese Unterscheidung könnte Ihr Leben retten. Narzissten haben eine geschädigte Empathie. Sie können Empathie zwar empfinden, aber diese ist unter Schichten von Trauma, Scham und Abwehrmechanismen vergraben. Forschungsergebnisse der UCLA zeigen, dass Narzissten hyperaktive Spiegelneuronen haben. Das bedeutet, sie fühlen die Emotionen anderer intensiv, schalten diese Fähigkeit jedoch ab, um ihr zerbrechliches Selbstbild zu schützen. Psychopathen haben eine fehlende Empathie. Sie können buchstäblich nicht fühlen, was andere fühlen, aufgrund struktureller Unterschiede in den emotionalen Verarbeitungszentren ihres Gehirns. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Psychopathen keine Aktivierung in Gehirnregionen aufweisen, die für emotionale Empathie verantwortlich sind, selbst wenn sie direkt Zeuge von Leid werden. Das bedeutet, ein Narzisst könnte sich schuldig fühlen, nachdem er sie verletzt hat, und sein Verhalten möglicherweise ändern, wenn er entsprechend motiviert wird. Ein Psychopath wird nichts fühlen und ihren Schmerz als Bestätigung dafür sehen, dass seine Manipulation effektiv funktioniert. Unterschied Nummer 2: Die Motivationsmatrix. Der zweite kritische Unterschied ist, was ihr destruktives Verhalten antreibt. Und das Verständnis davon bestimmt ihre gesamte Reaktionsstrategie. Narzissten werden von Egoschutz angetrieben. Ihre Grausamkeit dient dazu, ihr fragiles Selbstbild aufrechtzuerhalten und die erdrückende Scham, sich unzulänglich zu fühlen, zu vermeiden. Ihre Manipulation ist defensiv. Psychopathen werden von Stimulationssuche angetrieben. Sie manipulieren und verletzen andere zur Unterhaltung, zur Kontrolle und für die neurochemische Belohnung, die sie durch die Dominanz über andere erhalten. Ihre Grausamkeit ist freizeitlich und bereitet ihnen echtes Vergnügen. Das bedeutet, sie können einen Narzissten manchmal durch vorsichtiges Management seiner Ego-Bedürfnisse kontrollieren. Bei einem Psychopathen liefert jeder Managementversuch ihm nur mehr Informationen über ihre Schwachstellen und mehr Unterhaltung durch ihre Bemühungen, ihn zu kontrollieren. Unterschied Nummer 3: Der Beziehungsbauplan. Der dritte kritische Unterschied besteht darin, wie Sie Beziehungen konzipieren und nutzen, was Ihr wahres Gefahrenpotenzial offenbart. Narzissten sehen Beziehungen als Quellen der Ego-Versorgung. Sie brauchen ständige Bewunderung, Bestätigung und Aufmerksamkeit, um ihr aufgeblasenes Selbstbild aufrechtzuerhalten. Sie existieren, um ihre Großartigkeit zu reflektieren. Psychopathen sehen Beziehungen als Möglichkeiten zur Ressourcenextraktion. Sie identifizieren systematisch, was sie haben, das sie wollen,
und bauen Beziehungen gezielt auf, um darauf Zugriff zu erhalten. Sie sind für sie keine Person, sondern eine Ansammlung von zu erntenden Vermögenswerten. Der Narzisst braucht sie, damit sie denken, er sei wunderbar. Der Psychopath braucht sie, damit sie ihm geben, was er will. Sobald ein Psychopath ihre Ressourcen extrahiert hat oder gelangweilt ist, wird er sie ohne einen zweiten Gedanken wegwerfen. Ein Narzisst wird immer wieder zurückkehren, weil er ihre Bestätigung braucht. Unterschied Nummer 4: Die emotionale Signatur. Der vierte kritische Unterschied sind ihre Muster des emotionalen Ausdrucks. Das Erkennen dieses Musters kann ihnen Jahre der Verwirrung und des Traumas ersparen. Narzissten haben flüchtige Emotionen. Sie erleben echte Wut, Verletzung, Freude und Angst. Aber diese Emotionen sind unverhältnismäßig und egozentrisch. Ihre emotionalen Reaktionen sind real, aber unreif. Psychopathen haben inszenierte Emotionen. Sie zeigen jeden emotionalen Ausdruck, der ihrem aktuellen Ziel dient. Aber dies sind gelernte Verhaltensweisen und keine gefühlten Erfahrungen. Sie können das gesamte Spektrum menschlicher Emotionen mit beunruhigender Genauigkeit simulieren. Sie können einen Narzissten manchmal durch seine echten Emotionen erreichen, auch wenn diese egozentrisch sind. Bei einem Psychopathen ist jede emotionale Darstellung strategisches Theater, das darauf abzielt, ihre Reaktionen zu manipulieren. Unterschied Nummer 5: Die Veränderungsfähigkeit. Der fünfte kritische Unterschied bestimmt, ob es überhaupt Hoffnung auf Besserung gibt. Dieses Wissen könnte Ihnen Jahre vergeblicher Mühe ersparen. Narzissten können sich verändern durch intensive Therapie, echte Motivation und gewöhnlich eine signifikante Lebenskrise, die sie zwingt, ihre Verhaltensmuster zu konfrontieren. Die Veränderung ist schwierig und erfordert jahrelange Arbeit, aber ihre Gehirne können gesündere emotionale Regulierungsmuster entwickeln. Psychopathen können sich nicht verändern mit den aktuellen Behandlungsmethoden. Eine umfassende 30-jährige Studie ergab, dass Therapie Psychopathen oft nur zu effektiveren Manipulatoren machte. Der Unterschied liegt in ihrer neurologischen Hardware. Das bedeutet, es könnte Hoffnung für einen Narzissten geben, der sich auf eine intensive Behandlung einlässt. Es gibt keine Hoffnung für einen Psychopathen, echte Empathie oder Reue zu entwickeln. Er kann nur lernen, diese Emotionen besser nachzuahmen. Unterschied Nummer 6: Die Gewaltschwelle. Der sechste kritische Unterschied ist ihr Verhältnis zu Gewalt und Aggression. Und dieses Wissen könnte ihnen buchstäblich das Leben retten. Narzissten wenden reaktive Gewalt an. Sie schlagen zu, wenn ihr Ego bedroht, ihre Kontrolle herausgefordert oder ihr Selbstbild beschädigt wird. Ihre Gewalt ist emotional, oft impulsiv und typischerweise gefolgt von Rechtfertigung oder echter Reue. Psychopathen wenden instrumentelle Gewalt an. Sie verletzen andere als Werkzeug, um spezifische Ziele zu erreichen. Ihre Gewalt ist kalkuliert, oft prämeditiert und nie von echter Reue gefolgt. Der Narzisst schlägt sie vielleicht in einem Wutanfall und fühlt sich danach schrecklich. Der Psychopath könnte sie methodisch verletzen, während er perfekte emotionale Kontrolle behält, um danach seinen Zugang zu ihnen aufrechtzuerhalten. Unterschied Nummer 7: Die Auswirkung auf die Genesung. Der siebte kritische Unterschied ist, wie ihr Missbrauch ihren Genesungsprozess beeinflusst. Dies zu verstehen, ist entscheidend für ihre Heilung. Narzisstischer Missbrauch erzeugt das, was Therapeuten als komplexes Trauma bezeichnen. Man kämpft mit Gaslighting und Ego-Angriffen, aber die echten Emotionen des Narzissten bedeuten, dass es wahrscheinlich Momente echter Verbindung gab, gemischt mit dem Missbrauch. Dies schafft Verwirrung darüber, was real war. Psychopathischer Missbrauch erzeugt das, was Spezialisten als prädatorisches Trauma bezeichnen. Sie erholen sich von systematischer Ausbeutung durch jemanden, der zu echter menschlicher Verbindung unfähig ist.
Jeder scheinbare Moment der Intimität war eine kalkulierte Aufführung, was ihre Fähigkeit, ihren eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen, völlig erschüttern kann. Die Genesung von narzisstischem Missbrauch beinhaltet oft die Trauer um die Person, von der sie dachten, sie könnte sie werden. Die Genesung von psychopathischem Missbrauch beinhaltet die Akzeptanz, dass die Person, die sie geliebt haben, nie existiert hat. So erkennen sie, mit wem sie es zu tun haben. Hier ist ihr praktischer Leitfaden zur Bestimmung, ob sie einem Narzissten oder einem Psychopathen gegenüberstehen. Der Empathietest. Beschreiben Sie echtes Leid, Ihr eigenes oder das eines anderen. Ein Narzisst wird es entweder auf sich beziehen oder Unbehagen zeigen und das Thema wechseln. Ein Psychopath wird unangemessenes Interesse oder subtile Aufregung zeigen. Der Verantwortungstest. Weisen Sie auf einen spezifischen Schaden hin, den er verursacht hat. Ein Narzisst wird sich verteidigen, rechtfertigen oder angreifen, aber emotionale Aktivierung zeigen. Ein Psychopath bleibt ruhig, entschuldigt sich strategisch, zeigt aber keine echte Betroffenheit. Der Konsistenztest. Beobachten Sie ihn in verschiedenen sozialen Kontexten. Die Persönlichkeit eines Narzissten bleibt relativ konstant, seine Stimmung variiert jedoch dramatisch. Die Persönlichkeit eines Psychopathen verschiebt sich vollständig, je nachdem, was das jeweilige Publikum belohnt. Wie Sie auf jeden Typ reagieren sollten. Ihre Reaktionsstrategie muss zum Typ des Predators passen. Bei Narzissten. Die Grey Rock-Methode kann funktionieren, erwarten Sie aber zuerst eine emotionale Eskalation. Dokumentieren Sie alles und wissen Sie, dass Sie auf Verantwortlichkeit reagieren könnten. Bei Psychopathen. Vollständiger Kontaktabbruch ist die einzig sichere, langfristige Strategie. Versuchen Sie niemals Therapie oder Vernunft. Das liefert ihm nur bessere Manipulationswerkzeuge. Konzentrieren Sie sich auf rechtlichen Schutz und Sicherheitsplanung. Die entscheidende Erkenntnis: Narzissten sind emotional gefährliche Menschen, die sich möglicherweise ändern. Psychopathen sind neurologisch gefährliche Menschen, die sich nicht ändern können. Der gefährlichste Fehler ist, einen Psychopathen wie einen Narzissten zu behandeln. Ihre Empathie, Grenzen und emotionalen Appelle werden von jemandem gegen sie verwendet, der neurologisch unfähig ist, menschliche Verbindung zu erwidern. Kennen Sie den Unterschied? Reagieren Sie angemessen? Ihre Sicherheit hängt davon ab, zu verstehen. Obwohl beide gefährlich sind, ist nur einer von beiden wirklich menschlich. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, abonnieren Sie den Kanal für mehr Inhalte über psychologische Dynamik und sozialen Einfluss. Schauen Sie täglich vorbei und teilen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video.